Im nun vierten Teil zum Bau einer H0-Abstellung mit Betriebshof geht es um die Signale. Ich habe das Video in Kapitel unterteilt, die man direkt über die rote Linie unter dem Video oder über die Liste in der Videobeschreibung anspringen kann. Neben der Auswahl und der Benennung der Signale geht es um Aufbau und Einrichtung, eine Signalbrücke sowie das Betreiben von Signalen auf der Schiebebühne. Da, wie später zu sehen ist, KS-Signale verwendet werden sollen, habe ich mich für das breite Sortiment von Viessmann entschieden. Hinweise zum Aufbau und der Verwendung von Signalen auf der Modellbahn gibt es in der Literatur reichhaltig. In Abstell- und Rangierbereichen sind überwiegend Sperrsignale zu finden. Hier zu sehen der Güterbahnhof Godorf bei Köln. Da dies den kompletten rechten Teil des Moduls betrifft, sind eine Vielzahl an Sperrsignalen erforderlich. Um einen möglichst ungehinderten Zugang zu allen Gleisen zu behalten, habe ich mich für die niedrige Ausführung des Sperrsignals von Viessmann entschieden. Bei der Schiebebühne setze ich das Wartezeichen RA11 mit zusätzlichem Lichtsignal SH1 ein. Da die Auswahl der Signale bisher sehr einförmig aussieht, habe ich mich dazu entschieden, die Ein- und Ausfahrt bzw. Durchfahrt als Betriebsbahnhof zu definieren. Hierbei kommt entweder das ältere HV-Signalsystem oder das nach der Wiedervereinigung 1994 eingeführte KS-System in Betracht. Bei diesen Kombinationssignalen sind Haupt- und Vorsignal in einem Signalschirm vereint. Da die Kurve hinter der Lokhalle sehr eng ist und das folgende Signal nicht erkennbar, setze ich hier zusätzlich Vorsignale bzw. Vorsignalwiederholer ein. Bei den Hauptsignalen habe ich mich für Mehrbereichssignale entschieden, die den größten Funktionsumfang haben. In Anlehnung an das Vorbild habe ich mich zu folgender Aufstellung und Benennung entschieden. Dabei bin ich zum Beispiel bei den Sperrsignalen vom Original abgewichen. Wie im Original sollen auch die Modelle eine Benennung erhalten. Da das Foto leider zu unscharf ist, habe ich die auf den Signalen befindliche Kennung noch einmal daneben geschrieben. Neben einer fortlaufenden Durchnummerierung der Gleise kann das Signal auch die Nummer der folgenden Weiche erhalten. Die Weichen werden dabei in Kilometrierungsrichtung aufsteigend durchnummeriert. 2 Signale an einer Weiche werden mit X und Y gekennzeichnet. In Bahnhöfen sind die Signale mit einer bestimmten Buchstabenreihenfolge benannt. Dabei gibt es eine einheitliche Reihenfolge in Kilometrierungsrichtung. Je nachdem wie groß der Bahnhof ist, gibt es, wie hier zu sehen, auch Zwischensignale. Diese haben ebenfalls eine einheitliche Buchstabenkennzeichnung. In Kilometrierungsrichtung beginnen die Buchstaben mit einem großen A bzw. das dazugehörige Vorsignal mit einem kleinen a. Es folgen dann die Ausfahrsignale in Gegenrichtung mit einem P und in Kilometrierungsrichtung mit einem N. Das Einfahrsignal der Gegenrichtung trägt die Bezeichnung F. Zwischensignale erhalten als zusätzlichen Buchstaben zunächst ein Z. Daneben gibt es auch noch ältere Namensregelungen mit abweichender Benennung. Bei den Sperrsignalen habe ich überwiegend die Zwerge eingesetzt. Die Benennung habe ich zunächst in verschiedenen Schriftgrößen ausgedruckt und dann die passende ausgewählt. Für die Sperrsignale verwende ich die Schriftgröße 4 Punkte. Das Aufkleben ist etwas friemelig, aber machbar. Mit dem Auge ist die Kennzeichnung auf dem Modul nicht mehr erkennbar. Die Signalmodelle werden ohne weitere Veränderung eingesetzt und wo nötig mit einem Styrodursockel erhöht. Gegebenenfalls wird noch etwas nachgeschottert. Bei 16 Sperrsignalen ergibt sich unter der Platte eine ganz schöne Menge an Kabeln. Zur digitalen Schaltung der Signale setze ich den WD10 von Kühn ein, den ich bereits in Teil 2 für die Schaltung der Weichen genutzt habe. Im Betriebsmodus 6 erfolgt ein weiches Überblenden der zweibegriffigen Signale. Ich habe ihn bereits vor der Anbringung programmiert und beschriftet, sodass dann nur noch die passenden Drähte verschraubt werden mussten. Das Einrichten der zweibegriffigen Sperrsignale ist in dem von mir genutzten Steuerprogramm WinDigipad sehr einfach. Das Signal ist in der Bibliothek vorhanden und wird mit der im Decoder vorprogrammierten Adresse belegt. Es kann im Gleisbildeditor direkt getestet werden. Das Signal zeigt die Signalbilder SH1 und SH0.
Bei den Kombinationssignalen setze ich überwiegend das Mehrabschnittssignal als Ausfahrsignal ein. Das Modell enthält einen Beutel mit Nachrüstteilen. Ich werde zunächst die Blenden für die beiden Geschwindigkeitsanzeiger, dann die Benennung und die Veränderungen am Signal und zum Schluss den Multiplex-Anschluss behandeln. Die beiden Geschwindigkeitsanzeiger besitzen keine variable Anzeige, sondern über austauschbare Blenden wird eine Geschwindigkeit fest eingestellt. Mit einem spitzen Gegenstand können die Blenden nach oben herausgeschoben werden. Da ich in der Abstellung generell 40 km pro Stunde vorgesehen habe, ist eine feste Geschwindigkeit hier kein Problem. Allerdings müssen beide Blenden ausgetauscht werden. Bei dieser Konstellation ist wohl eine variable Anzeige eigentlich nicht notwendig, die beleuchteten Anzeiger machen aber optisch etwas her. Mit etwas Übung klappt der Austausch ab dem dritten Signal problemlos. Für die Benennung habe ich hier eine größere Schriftgröße als bei den Sperrsignalen verwendet, die perfekt auf das Mastschild passt. Den Sockel des Mastes und die Box habe ich mit grauer Farbe nachbehandelt. Nun zu den Multiplex-Decodern. Da ich am Ende 6 Decoder eingesetzt habe, war es eine Preisfrage. Selbst beim günstigsten Internethändler ist das Modul von Viessmann um einige Euro teurer als das Alternativmodell von Bogobit. Auch hier habe ich die Decoder vor dem Einbau wieder programmiert. Das Verkabeln ist dann ganz einfach, weil nur ein Stecker aufzusetzen ist. Das Einrichten in WinDigipad ist dafür komplizierter, da ich zumindest bei meiner Version kein fertiges Template gefunden habe. Über die Option Manuelle Konfiguration erhält man aber die Möglichkeit, die Signalbilder den Schaltzuständen frei zuzuordnen. Der Bogobit-Decoder belegt 3 Digitaladressen, denen ich 8 Signalbilder zugeordnet habe. Dies sind HP0, KS1, grünes Licht mit Geschwindigkeitsanzeiger oben, aufgehobenes Haltegebot für Rangierfahrten, Halt erwarten mit einem weißen Zusatzlicht für einen verkürzten Bremsweg, das gleiche zusätzlich mit Geschwindigkeitsbeschränkung und dann auch mit gelbem Geschwindigkeitsvoranzeiger. Zum Abschluss noch nur die gelbe Voranzeige. Das grüne Licht blinkt immer dann, wenn eine Voranzeige eingeschaltet ist. Einfacher ist das Einrichten bei einem reinen Vorsignal. Hier passt das vorhandene Template für die notwendigen Signalbilder. Der Decoder belegt dabei 2 Digitaladressen. Was dem Viessmann-Modell fehlt, ist das Kennlicht links unten für Vorsignalwiederholer. Es werden 3 Signalbilder angezeigt. Wenn das Signal nicht KS1 Fahrt anzeigt, leuchtet das Zusatzlicht für einen verkürzten Bremsweg. Dies passt, wie wahrscheinlich bei vielen Modellbahnen, auf meinem Modul an jeder Stelle. Bedingt durch die schlanken Weichen ist der Gleisabstand der Ausweichstelle im Einfahrtbereich sehr eng. Ich habe daher dort den Einsatz einer Signalbrücke vorgesehen, bestückt mit KS-Signalen. Verwenden wollte ich dazu die Viessmann-Brücke ohne Köpfe und diese dann mit den Signalköpfen von KS-Signalen versehen. Das Ergebnis war leider enttäuschend. Nach längerer Frickelarbeit war die technische Funktion zwar darstellbar, aber optisch war das Ganze unbrauchbar. Die eigentlich vorgesehenen Signalköpfe mit Vorsignal aus dem HV-System sehen dagegen professionell aus. Insofern habe ich aus der Not eine Tugend gemacht und der Gleisbaustelle einen weiteren Sinn gegeben. Hier geht es nun nämlich auch um den Austausch der alten HV gegen neue KS-Signale. Ein neues KS-Signal ist bereits aufgebaut und das alte HV-Signal mit einem weißen Kreuz außer Betrieb gestellt. Auch das weiß-rote Mastschild für Hauptsignale ist abgedeckt. Das Signalbild bleibt komplett dunkel, während das KS-Signal bereits die Funktion übernimmt. Da die HV-Signale von Viessmann keine Geschwindigkeitsanzeiger besitzen, habe ich mir die passenden ZS3-Anzeiger selbst gebastelt. Mit dem Bogobit-Decoder werden 3 Signalbilder angezeigt, die auch zum folgenden Vorsignalwiederholer passen. Da Viessmann keine beleuchteten Gegengleisanzeiger ZS6 anbietet, die dann an der Signalbrücke hätten angebracht werden können, habe ich mir entsprechende Schilder wieder selber gebastelt. Die Digitalisierung der Schiebebühne habe ich bereits in einem eigenen Video gezeigt. Was fehlt, ist die Beleuchtung des Wärterhauses und die Signale.
Dies soll mit Hilfe eines Mini-Funktionsdecoders von Thams sowie eines Wartezeichens RA11 mit zusätzlichem SH1-Signal von Viessmann erfolgen. Um das dann beleuchtete Innenleben des Wärterhauses etwas attraktiver zu gestalten, habe ich die Schalltafel koloriert und eine Figur eingesetzt. Leider lassen die leicht milchigen Scheiben am Ende keinen freien Blick zu. Nun zum Einbau des Decoders. Zunächst werden Löcher für die Zuführung des Digitalstroms sowie die jeweils 2 Leitungen der SH1-Signale gebohrt. Der Digitalstrom wird am Mittelleiter sowie dem Schienenprofil, das nicht für die Rückmeldung genutzt wird, abgegriffen. Hier wird ebenfalls das gelbe Kabel mit Widerstand der Warteleuchte angelötet. Das schwarze und das braune Kabel werden zum Decoder geführt. Am Decoder werden die Kabel entsprechend der im Internet verfügbaren Bedienungsanleitung angelötet. Die Lötstellen habe ich mit Isolierband abgeklebt. Das Signal wird in ein vorgebohrtes Loch gesteckt. Den Decoder habe ich wieder vorab programmiert, sodass über die Funktionstasten F1, F2 und F3 die Beleuchtung im Wärterhaus sowie die beiden SH1-Signale geschaltet werden können. Mit Ausnahme des Flackerns der Leuchte am Warteschild funktioniert soweit alles einwandfrei. Um das Flackern der Leuchte zu unterbinden, habe ich einen SMD-Gleichrichter zwischen Widerstand und Masseanschluss gelötet. Leider hat letztlich der Zusammenbau aus mehreren Gründen nicht funktioniert. Aufgrund der Enge des Raumes unter dem Wärterhaus musste ich Decoder und Dekadel sehr zusammenquetschen. Dabei haben sich immer wieder Kabel gelöst und es kam zu Kurzschlüssen. So kam es zum Verlust von 2 Decodern sowie 2 Signalen aufgrund des Durchbrennens der LED. Das häufige Auf- und Zuschrauben der Motorabdeckung hat die Schraubbuchse derart zerstört, dass ich eine größere Schraube wählen musste. Um die Funktionsfähigkeit der Schiebebühne zu erhalten, habe ich mich zunächst dazu entschlossen, den Einbau des Decoders zurückzustellen und habe alle Kabel direkt mit dem Gleichrichter verlötet. Rangierfahrten sind nur mit Zustimmung des Bühnenwärters erlaubt. Teil 5 behandelt den Bau der Oberleitung für die Abstellung. Bis dahin.